im Januar standen wir hier draußen und haben gesagt, das wird unser Jahr werden 2020. Ja, es war ja ganz überraschend. Es ist ja fast wie von heute auf morgen gewesen. Ja. Mein ganzes Leben ist darauf abgestimmt, in Lokalen zu sitzen, Menschen zu bedienen, Freunde zu treffen und das Ganze von morgens bis nachts, 7 Tage. Und das war von heute auf morgen einfach nicht mehr da. Der Lockdown, der hat uns einfach überrollt. Und es war einfach so unvorstellbar. Das konnte sich ja niemand vorstellen, dass plötzlich alle Restaurants zu haben. Man hat gespürt, dass jeder grübelt. Wie geht's weiter? Was passiert hier mit uns? Eines Abends bekam ich eine SMS von einem Freund, der ist Concierge und der schrieb, ich lese es kurz vor: Hallo Helena, kannst du mich bitte bei Gelegenheit anrufen? Mir ist eine Idee eingefallen, die dich vielleicht interessieren könnte. Liebe Grüße, Khalid. Wie wäre es eigentlich, wenn das irgendwie, vielleicht ist das eine einmalige Geschichte in unserem Leben überhaupt, dass das dokumentiert wird. Und weil ich die Helena kenne und die ist eine tolle Fotografin, deswegen habe ich sie gefragt. Er hat gesagt, mach doch Schwarz-Weiß-Fotos von den Wirten in den leeren Gasträumen zusammen mit einer Geschichte. Ich habe eigentlich nur ein paar Minuten drüber nachgedacht und habe dann gleich die Susanne angerufen, meine Freundin und Journalistin, mit der ich gerne zusammenarbeite. Ich fand natürlich die Idee super und habe mich gefragt, wieso wir nicht selber auf die Idee gekommen sind. Aber natürlich ist es eine super Idee. Der Zeitpunkt war optimal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also wir mussten es jetzt sofort umsetzen. Die Leute waren deswegen so empfänglich, weil die hatten Zeit. Und das war ja was sie vorher noch eigentlich nie hatten. Wir sind dann zu jedem Einzelnen gefahren, haben Termine ausgemacht, hatten bei jedem ungefähr 60 Minuten. Während ich aufgebaut habe, hat die Susanne schon angefangen, das Interview zu führen, hat sich Notizen gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt haben wir so viele und wahrscheinlich sagen die doch alle was Ähnliches, aber es war so unterschiedlich. Jeder hat es ein bisschen anders empfunden. Die einen haben das besser verkraftet und anderen ging es wirklich schlecht, dass sie gesagt haben, wenn ich den leeren Biergarten sehe, dann könnte ich direkt heulen. Wir haben ja auch sehr persönliche Fragen gestellt. Ja, wir haben ja auch gefragt, wie erlebst du deine Wirtschaft jetzt so nackt, ja, ohne Gäste? Was ist dir aufgefallen? Was wirst du anders machen? Was verändert dich selber? Ja, Ja, es ist schon ungewohnt, weil man halt einfach nicht mehr reingehen kann und für die Leute kochen, oder? Also sie bewirten kann und weil man auch gesehen hat, wie viele darüber auch sehr traurig waren. Also man hat das Gefühl bekommen, jetzt wird wieder geschätzt, was für einen Job wir eigentlich machen und dass wir ja wirklich viel zum Leben beitragen als Gastronom. Also mir war es wichtig, dass wir als Team noch verbunden bleiben, dass alle da bleiben. Das ging ja gar nicht um mich jetzt. und ich glaube, dass es für den Zuschauer auch ein großer Überraschungsmoment sein wird, die Gastronomen mal in so einem intimen Moment zu treffen. Ich habe mir vorgestellt, dass man neben der Person in den Bildern auch die Räume sieht, die leeren, wo keine Gäste sind. Das Besondere ist, dass du, wenn du das Bild siehst, dich vielleicht manchmal auch fragst, wer ist das jetzt? Wo ist das eigentlich? Also vielleicht würdest du auch mehr wissen wollen über das Bild. Und wenn du dann dazu den Text hast, hast du halt eine sehr schöne Kombination und das Bild bekommt eine andere Intensität. Es geht auf den Bildern einfach um den Ernst dieser Lage gerade und es war auch also eine wahnsinnige Ungewissheit, weil als wir angefangen haben, das Projekt zu fotografieren, da wusste man noch gar nicht, wann es überhaupt wieder aufmacht. Die Zeit des Lockdowns war ja wie eine Zäsur zwischen so war die Gastronomie früher und so ist sie nach Corona. Uns fehlt die Gastronomie, uns fehlt auch etwas, was davor selbstverständlich war. Ich frage mich, ob es jemals wieder so wird, wie wir das kennen oder wie wir das bisher kannten oder ob ab jetzt Essen gehen, Ausgehen einfach anders ist, dass man immer darauf achtet, Abstand zu anderen Menschen zu haben.
Ich glaube, für unsere Generation ist es schwer. Wir wertschätzen einiges, glaube ich, jetzt anders. Davor haben wir vieles für so selbstverständlich genommen. Es ist einerseits natürlich eine sehr besorgniserregende Zeit, andererseits aber natürlich eine Zeit, die man auch gerne festhalten möchte. Wie ein zeitgeschichtliches Dokument. Für die, die nach uns kommen, die das jetzt nicht miterlebt haben. Wir haben etwas erlebt, was so noch nie da gewesen ist, ja, und hoffentlich auch so nicht wiederkommt. Ich kann mir vorstellen, dass ich meinen Enkelkindern davon erzähle. Ich glaube schon, dass sich unsere Sinne schärfen für das, was essentiell ist. Ja? Wir gehen vielleicht auch anders auf unsere Mitmenschen zu und wir wertschätzen einiges, glaube ich, jetzt anders. Davor haben wir vieles für so selbstverständlich genommen. Und das wäre schön, wenn das in der Gastronomie vielleicht auch so wäre.